Unsere Ausstellung heißt En passant, Impressionismus in Skulptur. Der Untertitel ist eigentlich die These der Ausstellung, nämlich, dass es in dem großen Impressionismus, den man meint zu kennen über die Malerei, über die Druckgrafik, über Pastelle, vielleicht auch über Fotografie, keine Einstellung dazu hat, was ist eigentlich die Skulptur im Impressionismus. Und eigentlich sogar das Gefühl, das ist ein Widerspruch, Impressionismus und Skulptur. Der Impressionismus in der Malerei konzentriert sich eigentlich auf zuvor wenig beachtete Themen. Also die Historienmalerei ist vorbei, plötzlich guckt man in das zeitgenössische Paris, Spaziergänge an der Seine, ein Mondfeld, Parkgesellschaften, Picknicks im Freien. Das kann man in der Malerei gut darstellen, auch in der Zeichnung, aber kann man sowas in der Skulptur darstellen? Oder müssen sich nicht Bildhauer im Impressionismus auf ganz andere Themen konzentrieren, nämlich vielmehr auf Materialität, auf Oberflächenbeschaffenheit? Und diese Grundfragestellung hat uns eigentlich dazu bewogen, mal zu gucken, gibt es Bildhauer, die als impressionistische Bildhauer bezeichnet werden? Gibt es den Begriff überhaupt? Taucht der auf in der zeitgenössischen Literatur? Und im Rahmen dieser Ausstellung haben wir dann gemerkt, dass wir uns konzentrieren müssen, weil nicht wirklich viele impressionistische Skulpturen gezeigt wurden auf diesen berühmten Ausstellungen. Wir haben ein paar dieser Skulpturen ausgewählt und zeigen die auch im Rahmen der Ausstellung, aber es gibt eben auch jene berühmte 14-jährige Tänzerin von Edgar Degas, die 1881 auf der 6. Impressionistenausstellung gezeigt wurde und die verbunden ist mit dem Begriff impressionistische Bildhauer. Und ausgehend von dieser Skulptur haben wir nach Künstlern gesucht, die mit dem Begriff impressionistische Bildhauer verbunden werden. Degas' kleine 14-jährige Tänzerin ist eigentlich kein Werk, was man prinzipiell als flüchtig oder impressionistisch bezeichnen würde. Sie ist aber trotzdem im Grunde genommen das Eingangsstück unserer Ausstellung, weil an ihr sich der Begriff impressionistische Bildhauer geschärft hatte. Mit Degas' 14-jähriger Tänzerin kann man natürlich das Motiv des Impressionismus auch verbinden. Das Ballett auf der Bühne, das theatralische Moment, was da drin steckt. Und so werden die Tänzerinnen seine neuen Protagonistinnen. Kleinplastiken von Degas, die mit Wachs gearbeitet sind, wo man die Fingerspuren sieht, die nicht verstrichen, nicht geglättet sind, wo man einfach merkt, man ist fast bei der Erschaffung dieser Skulpturen mit dabei, sind eigentlich der viel impressionistischere Anteil seines Werkes. Edgar Degas war kein klassisch ausgebildeter Bildhauer. Er arbeitete mit etwas, was uns allen eigentlich zur Hand ist, nämlich mit Wachs. Und das ist das wirklich Moderne bei ihm. Er nimmt ein niederes Material und erhöht es und überhöht es. Um überhaupt zu verstehen, wie Degas mit Wachs gearbeitet hat, wie solche Kleinplastiken entstehen, hat das Städel einen Künstler beauftragt. Das Städel hat jemanden gesucht, der eine Wachsskulptur erstellt in Anlehnung an die Herstellungsverfahren, ähnlich wie auch Degas gearbeitet hat. Vom Sujet her habe ich mich jetzt für eine Tänzerin entschieden, weil auch Degas da sehr viel zu gemalt hat und auch eben viele Plastiken zu entstanden sind, aber eben eine eigene Interpretation. Ich kann natürlich in Skizzen oder Fotografien mir schon mal grob überlegen, wie macht es Sinn, statisch auch einen Draht verlaufen zu lassen. Aber beim Biegen und beim Anfangen des plastischen Arbeitens selbst brauche ich im Grunde eine vorläufige Arbeitsfigur im Kopf, anhand der ich arbeite. Das Material zeigt mir dann aber vielleicht noch was anderes. Wachs ist im Grunde ein sehr, sehr schönes Material, um plastisch zu arbeiten. Hat eben den großen Vorteil, dass ich etwas abtragen kann und auch wieder hinzufügen kann, nach eigenem Ermessen. Man muss das Wachs erstmal warm machen und da brauche ich jetzt keine Zange. Das mache ich natürlich mit meinen Händen. Und wenn ich es schon mal in der Hand habe, muss ich überprüfen, welche Konsistenz hat das Wachs. Ist es so, dass es wirklich durchgewärmt ist bis in die Tiefe, damit ich es wirklich verarbeiten kann. Das sind alles Sachen, die spüre ich nur, wenn ich die Sache in der Hand habe. Und dann bringt man es auf, verdrückt es und so weiter. Das sind alles Tätigkeiten, die man mit den Fingern wunderbar machen kann. Und dann hinterlässt man natürlich die Fingerabdrücke auch im Material. Man sieht natürlich, dass hier mit den Händen gearbeitet wurde. Und das ist ja auch, was sich bei den Degas-Figuren auch findet. An
der Oberfläche habe ich natürlich mit Wachs viele Möglichkeiten, auf den Lichtreflexionen Einfluss zu nehmen. Ich kann da Unebenheiten, raue Oberflächen, glatte Oberflächen, ich kann das im Grunde alles erzeugen. Ohne Licht kann ich das nicht erarbeiten. Es muss schön hell sein und ich brauche auch verschiedene Arten von Licht. Ich merke aber dann auch immer wieder, wenn ich zurücktrete, wenn ich mit der Skulptur vors Fenster gehe und das Tageslicht verwende, sehe ich ganz andere Dinge wieder. Und so sind meine Augen jetzt in den letzten Wochen auch viel stärker einfach an einzelnen Partien des menschlichen Körpers hängen geblieben und haben das versucht zu verinnerlichen. Ja. Und das ist natürlich wunderschön. Bugatti zeichnet sich dadurch aus, dass er vor dem Motiv gearbeitet hat. Das ist auch der Grund, warum er zu seiner Lebenszeit als impressionistischer Bildhauer bezeichnet wurde. Er geht zum Beispiel in den Zoo und beobachtet die Tiere dort in ihrer Umgebung. Er hat die Gelegenheit, diese exotischen Tiere beobachten zu können und erkennt in ihnen Wesenszüge. Also das ist das Betrachten der Dinge, wie sie sind. Und auch das subjektive Betrachten. Es ist die eigene Beobachtung, die eigene Wahrnehmung, das eigene Sehen, das sich in der Kunst ausdrückt. Trubezkoi ist Autodidakt, geht ganz stark vom Visuellen aus. Das heißt, er versucht, eine Situation zu sehen, zu erfassen. Die modelliert er in weicher Modelliermasse. Da kann er sich ausleben in den Oberflächen. Da geht er auch weg von der Beobachtung und versucht nicht, eine kleine Fältelung exakt wiederzugeben, sondern er definiert Höhen und Täler. Mit Holzstöcken schlägt er auf die Figuren ein, um Krater zu schaffen, um die Oberfläche aufzureißen und das Lichtspiel überhaupt möglich zu machen. Und überträgt alles das durch ein sehr fein ausgeklügeltes Gussverfahren in die Bronze. Für uns als kuratorisches Team war natürlich auch die Frage, wie übersetzt man eigentlich eine Wachsskulptur in die Bronze? Wie schafft man das im Grunde genommen aus dem weichen Material ein hartes Material dann zu machen? Und um uns diese Frage auch selber zu beantworten, haben wir mit einer Gießerei zusammengearbeitet und haben den gesamten Prozess von einer Wachsskulptur in eine Bronzeskulptur begleitet. Am Anfang ist uns erstmal wichtig, mit dem Künstler zu besprechen, was dem Künstler wichtig ist, was wirklich umgesetzt werden muss und versuchen wirklich die Intention des Künstlers in der Bronze wiedergeben zu können. Für den Abguss der Wachsfigur benötigen wir eine Silikon-Negativform, um ein originalgetreues Wachsmodell herstellen zu können. Bei der Herstellung der Silikonform ist der Auftrag der Schichten sehr wichtig, dass das Silikon wirklich detailgetreu die Bearbeitungsspuren des Künstlers abbildet. Die Gipsstützschale wird aufgetragen, weil das Silikon sehr flexibel ist. Damit sich aber die Form der Skulptur nicht verändert, brauchen wir eine harte, feste Ummantelung. Dann haben wir eine Silikon-Negativform. In diese Form gießen wir heißes, somit flüssiges Wachs. Sobald das Wachs erkaltet ist, können wir die Silikonform wieder öffnen und haben einen originalgetreuen Wachsabguss. Das Wachsmodell wird in eine feuerfeste, gipsgebundene Schamottenmasse eingebettet. Die ersten Schichten werden dünnflüssig mit dem Pinsel aufgetragen. Die weiteren Schichten werden dicker angerührt, um eine Formfestigkeit zu erzeugen. Die voreingebettete Wachsfigur wird eingetaucht und die eingebettete Form wird ausgeschmolzen. Wir haben in der Gipsform einen Hohlraum, in den wir später die Bronze gießen können. Die ausgeschmolzene Gießform werden in den Glühofen verladen und dort innerhalb einer Woche getrocknet und für den Guss vorbereitet. Für den Bronzeguss verwenden wir eine Zinnbronze. Die Bronze wird auf 1200 Grad erhitzt. Das Flüssigwerden des Materials bis zum Eingießen der Skulptur ist schon ein besonderer Moment. Man ist aufgeregt, aber auch routiniert und jeder Handgriff sitzt. Beim Gießen ist darauf zu achten, dass man zügig, ohne abzusetzen, in einem Guss die Form verfüllt.
Ein besonderer Moment ist, die Gießform zu öffnen, weil man dann das Resultat der vorangegangenen Arbeitsschritte sieht und wirklich weiß, ob der Guss geklappt hat. In der Bronze können wir die Oberfläche besonders bearbeiten. Wir können Nuancen ausarbeiten, Spuren betonen, einzelne Lichtpunkte setzen. Dieser Schritt ist für mich besonders wichtig, weil ich damit sehr in das künstlerische Schaffen auch eingreife und die Anmutung des Künstlers wirklich versuche, originalgetreu wiederzugeben. Die fertige Bronzeskulptur wird mit Hilfe von Chemikalien patiniert. Hierbei können wir mit der Farbgebung dem Ausdruck des Künstlers gerecht werden. Indem die Bronze patiniert wird, indem man unterschiedliche Farben aufbringen kann. Das ist ein besonders schönes Lichtspiel zwischen Gold, zwischen Grün, zwischen Brauntönen. Und die Künstler haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass es ein besonders nuancenreiches Lichtspiel auf der Oberfläche gibt, was in Konkurrenz treten konnte mit impressionistischer Malerei und impressionistischen Gemälden. Rosso zeigt in seinen Skulpturen seine Wahrnehmung von Figuren und diese flüchtige Wahrnehmung, die Unschärfe der Wahrnehmung, die zeigt er in der Skulptur selbst. Das ermöglicht er dadurch, dass er die Kontur auflöst. Wir haben wirklich eine im Unklaren, diffusen belassene Figur, von der auch immer ein Stück atmosphärischer Umgebungsraum mitgegeben wird. Eine Besonderheit bei Rosso ist, dass er intensiv in Wachs arbeitet. Er gießt das Wachs. Es ist wirklich wie eine Membran, die lichtsaugend auf den Figuren liegt. Rodin wurde um die Jahrhundertwende, also zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert, als impressionistischer Bildhauer auch wahrgenommen. Das lag an der Oberflächenbeschaffenheit seiner Werke. Das lag auch an dem Teil, an diesem Non finito, dem Unfertigen, dass es eben nicht diese vollkommene Glättung hatte. Es lag auch daran, dass er beispielsweise mit Claude Monet zusammen ausgestellt hatte, also dass ein impressionistischer Maler mit einem impressionistischen Bildhauer zusammen gesehen wurde. Das Resümee unserer Ausstellung ist eigentlich, dass es die impressionistische Skulptur so wenig gibt wie den Impressionismus, aber dass es vielfältige und facettenreiche Ansätze gibt für eine Skulptur im Impressionismus. Und wir haben 5 Künstler ausgewählt, an der Hand derer wir zeigen können, im Wechselspiel mit impressionistischen Gemälden und Druckgrafiken und Zeichnungen, dass die Skulptur sehr wohl als impressionistisch bezeichnet werden kann. Ich denke, wir zeigen nicht nur ein vergessenes Kapitel der Kunstgeschichte. Wir ermöglichen auch unseren Besuchern, ihre Vorstellung von Impressionismus nochmal deutlich zu erweitern, auch zu befragen.